In den heutigen Explorer News werfen wir einen genaueren Blick auf das Planieren von Baustellen und dem damit wichtigen zurückkehrenden siedlertypischen Job des Planierers, sowie auf die ebenfalls sehr klassische Werkzeugschmiede samt unterschiedlicher Werkzeugarten. Da sich auch im Bereich UI einiges getan hat, wird es höchste Zeit für eine neue Folge Explorer News. Eure Untergebenen in The First Explorers werden ganz siedlerklassisch Baustellen zunächst begradigen müssen, um einen sauberen Untergrund herzustellen, bevor dann ebenfalls ganz klassisch die Bauarbeiter zur Tat schreiten dürfen, um das Gebäude hochzuziehen. Dabei hängt der Grabeaufwand logischerweise stark vom vorliegenden Gelände ab, was euch beim Platzieren des Gebäudes durch eine nützliche Topografieansicht visuell dargestellt wird. Zusätzlich wird der Arbeitsaufwand in Form von Schaufeln visualisiert, anhand welchem der zeitliche Arbeitsaufwand abgeschätzt werden kann. Die logische Faustformel ist also, dass ihr Gebäude auf flachem Gelände deutlich schneller als auf hügeligem Gelände errichten könnt und euch so beim Beachten eventuell einen kleinen zeitlichen Vorsprung erspielen könnt. Der Planierer, der diesen Job dann schlussendlich erledigen muss, braucht für seine Ausbildung eine auf Lager liegende Kupferschaufel aus der Werkzeugschmiede, zu welcher wir gleich noch kommen. Aber um das Gebäudebau noch abzuschließen, sobald ihr eines setzt und damit den Bauprozess in die Wege leitet, liefern eure Träger, soweit verfügbar, die benötigten Baumaterialien sofort zur neuen Baustelle. Das geschieht völlig unabhängig vom Fortschritt der Planierer. Auch Bauarbeiter setzen sich nicht erst nach dem Ebnen der Fläche in Bewegung, sondern bereits ab einem gewissen Prozentsatz, also einfacher ausgedrückt, sobald absehbar ist, dass die Baustelle in Kürze frei wird. Im Idealfall können die Bauarbeiter also unmittelbar mit dem Bau beginnen, sobald die Planierer ihren Job erledigt haben und zur nächsten Baustelle weiterziehen. Wie es sich für einen Siedlererben gehört, können Gebäude selbstverständlich unabhängig von den vorhandenen Ressourcen in Auftrag gegeben werden und so natürlich auch ebenfalls klassisch und meine Spezialität in einem Ruinenaufbau enden. Auch in Sachen Werkzeuge gibt es erfreuliche Neuigkeiten zu verkünden, so bleibt sich The First Explorers auch hier treu und schiebt Begriffe wie Streamlined weit von sich. So werdet ihr im Spiel, neben der schon angesprochenen Schaufel, auch Hämmer sowie Äxte, Sägen, Spitzhacken, Sensen, Angelruten und Messer vorfinden, welche ihr aus einem Kupfererz in der Werkzeugschmiede herstellen könnt, welches wiederum beim Kupfertagebau gewonnen werden kann. Ob dieser Vorgang noch zu simpel ist und später zusätzlich Kohle für den Ofen oder Holz für den Griff benötigt wird, sollen dann weitere Playtests ergeben. Schreibt aber gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Die Werkzeugschmiede selbst verfügt als erstes Römergebäude neben ihrem Bretteranbau auch über rötliche Dachziegel, um sie später im Spiel visuell besser unterscheiden zu können und ihr sie zwischen all euren Gebäuden auch schnell finden könnt. Das gilt übrigens ähnlich auch für die Waffenschmiede, die wir uns dann in zukünftigen Explorer News genauer anschauen werden. Beim UI hat sich Buchwald stark an Anno, Ubisofts neue Allianzen sowie deren Alpha-Prototypen orientiert und präsentiert uns nun eine neue, aber bei weitem noch nicht finale Version seines HUDs. Gut erkennbar ist aber schon, dass es sich für ein zentriertes Design entschieden hat, in welchem eure Gebäude in Kategorien unterteilt werden, wohingegen, wie mittlerweile eigentlich üblich, am oberen Bildschirmrand die wichtigsten Informationen zu euren verfügbaren Ressourcen und später sicherlich auch zum Militär dargestellt werden. Anhand der Sterne könnt ihr erkennen, welche Gebäude in welcher Siedlungsstufe verfügbar sind bzw. werden und hey, dabei auch einen ersten Blick auf den noch nicht näher vorgestellten Förster werfen. Auch hierzu gerne mal in die Kommentare, wie euch das HUD bis hierhin gefällt. Alles in allem machte First Explorers also auch im Januar 2024 gewaltige, erfreuliche Fortschritte und erinnert so ein kleines bisschen an die Anfangsphase von Manor-Lords, bevor der wohlverdiente Hype um den Titel losgetreten wurde. Vielleicht stellt sich auch hier ein ähnlicher Traumerfolg ein, ich würde es ihm gönnen. Wie bereits gewohnt, werde ich weiter im Detail zu The First Explorers in den Zocker Lounge Explorer News berichten, also hängt euch gerne dran, lasst ein Abo da und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.